Medet ya Sultanul Enbiya, Medet ya Muhammed Mustafa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatuna es-sahba hayrun fi cemiya. Ja Allah, unser Großscheich, gib uns mehr Kraft und mehr Licht. Gib uns mehr Unterstützung. Himmet. Allah, our Grand Sheikh, give us support, give us more light. Ohne Zweifel, wir Menschen sind schwach erschaffen. Without a doubt, we people are created weak. Als bestes Werk Gottes sind wir erschaffen. We are created as the best tool of God, Allah. Grandios in Victory. Grandiose in victory, In höchster Form der Schönheit. in the highest form of beauty. Ach, seine Takvim. Als schönste Werk Gottes. We are created as the most beautiful tool of God. Allah hat für uns alles erschaffen. Allah has created everything for us. Er hat die Tiere erschaffen. Er hat die Mineralien erschaffen. Er hat die Pflanzenwelt erschaffen. Er hat die Djinnwelt erschaffen. Er hat die Engelwelt erschaffen. He has created the world of minerals, the world of plants, the world of animals, the world of jinns, and the world of angels. Alles in der Existenz, was er erschaffen hat. Was wir wissen und was wir nicht wissen. Was wir kennen und was wir nicht kennen. Everything in the existence that we know and do not know, that we recognize and do not recognize. Was wir gehört haben oder nicht gehört haben. Was wir gesehen haben oder nicht gesehen haben. What we have heard and not heard, what we have seen and we haven't seen. Bei keinem seiner Werke, Geschöpfe, Erschaffung hat hier seine Erschaffung lobpreist und gepriesen. With none of his creatures has he granted such of a prize to them, praise to them. Doch bei dem Menschen, als er den Mensch erschaffen hat, hat er sich gerühmt. But when he has created the human, he has prized himself. Er hat sich mit sein schönstes Werk gerühmt. He prized himself with the most beautiful tool, that creature that he has created. Gelobt sei mein bestes Stück, sagt er. Bestes Werk. Be prized my best creature. Gelobt sei mein schönstes Geschöpf. Be prized my most beautiful creature. Gelobt sei das Geschöpf, das mir am nächsten ist. Be prized, you creature that are the most closest to me.
Und er hat sich gerühmt mit seinem bestes Werk, mit den Menschen, als er ihn erschaffen hat, bei seinen anderen Geschöpfen. Seht, da ist der Mensch, sagte er. And he has prized himself with the greatest creature that he has created, and he has done it also in front of other creatures. Look what I have created. Der Mensch, diesen Menschen habe ich speziell erschaffen, sagte er. Sehr speziell. Eine Spezie. Spezie? Wer? Spezie. This human is very special, very spezi in German means a good combination. Er ist sehr spezial. He's very special. Alles, was ihr habt, hat er, sagte er. Everything what you have, he has, Allah told them. Das, was er hat, hat keiner. But that what he has, none of you has. Oh, ihr Leute, versucht zu verstehen. All you people try to understand. Versucht, die Menschen zu verstehen. Versucht, euch selbst zu verstehen. Oh, you people, try to understand yourself. Alles, was ihr habt, hat er. Der Mensch. Alles, was diese Existenz zu bieten hat, in seinem Charakter, in seiner Fähigkeit. In seiner Art und Weise hat der Mensch. Oh, try to understand. Everything that you have that is created, he has, the human. In his character, in his abilities, in the way he is. He has everything inside of him. Oh Sheikh, macht etwas einfacher. Dass die einfachen Menschen auch verstehen. Oh Sheikh, try to make it a bit easier so that the simple people can understand it. Alles, was ihr habt, hat er, bedeutet, er hat die Fähigkeit, sich wie eine Pflanze zu bewegen. Wie ein Kaktus oder wie eine Rose. Everything that you have, try to understand the human has himself. So he can move like a cactus or like a rose. Man kann die Rose gut riechen oder man kann die Rose nicht gut riechen, wegen seiner Dörner. Piekt. You can smell the rose very nice, or you sometimes maybe not that nice because of its thorns. They hurt. Er kann sich verhalten wie ein Tier. Wie ein Ochse, wie eine Schlange, wie ein Skorpion, wie ein Lamm. Er kann in jede Gestalt des Tieres reingehen, schlüpfen. A human can act like an animal, like an ox, like a snake. He can, like a lion, he can get into every animal. Er kann sein wie ein Stein, erstarrt. Wie eine Wand. Weder geht was raus, noch rein. He can be like a stone, like a wall, surprised. Nothing goes in and nothing goes out. Er kann sein wie Shaitan, Satan. Listig, intrigant, böse, grausam. He can be like a shaitan,
pulling everything evil, bad, awful. Kann sein wie ein Engel, He can be like an angel, ergeben seinem Schöpfer gegenüber und immer mit positiven Gedanken, guten Gedanken. he can be, Reinselig, reinlebig. he can be like an angel with like a servant given to God with nice thoughts and nice behavior, with a clear and pure soul. Und wenn er sich bemüht und anstrengt, er kann sogar sein wie sein Herr, Gott. Er kann in seinem Namen handeln. Er kann sein der Herr dieser Welt. And if he tries, if he puts effort into it, he can be like his Lord. He can act in his name. Alle von euch, jeder von euch kann sein, wie er selbst erschaffen ist, wie er zu sein hat. Stein, Pflanze, Tier, Satan oder Engel. Darüber hinaus könnt ihr nicht raus. Every one of you can be that what you are created. You can be a stone, a wall, a shaitan, a tree, everything that you pick. Aber keiner von euch kann sein wie sein Herr, wie der Herr. But none of you can be like his Lord. Keiner hat diese Fähigkeit. No one has this capacity, Der Herr capability. der Schöpfung zu sein. Außer den Menschen. None of you can be like a Lord, like a creator, except for the human. Und so, bevor Adam, der erste Mensch, erschaffen wurde und in diese Welt hineingesandt wurde, da war schon alles drin. Und alles hat auf ihn gewartet. So before Adam, the first alayhi salam, the first human was created, everything was already there and everything waited just for him. Alles war da, sogar die Dinosaurier. Die waren auch da. Die Mammuts waren da. Everything was already there, also the dinosauria and Mammut. mammoths were there. Alles wild war. Alles, was wild ist, war da. Everything that was wild was already there. Und es war wild in dieser Welt. And it was wild in this world. Alles war wild. Everything was wild. Es war ein Wildnis, ein Jungle. It was a wilderness in this world, a jungle. Very trouble in jungle. Was bedeutet das? In Deutsch übersetzen kannst. Hm? Ahmed? Viele Schwierigkeiten. Schwierigkeiten auf Im dieser Dschungel. im Dschungel. Viele Schwierigkeiten im Dschungel. Ja, so viele Englisch sprechende und keiner weiß es. Und alles hat auf ihn gewartet, auf ihn, auf den Menschen. Auf den Menschen hat alles in dieser Welt gewartet. Alles, was wild ist. Warum? Damit er führt. Der Führer. And everything that was created, that was wild, has waited for him. Why? So that he can lead. Sie waren ohne Führung. Ihr Herr sollte kommen und sie führen. Und das war der Mensch.
They were without leadership. They were wild, and that was a human. Und bis Adam kam, Everything was wild, and everything was waiting for good leadership. And the good leadership was human being. weil niemand außer dem Menschen hat die Fähigkeit zu führen. Because no one aside from human being has the capability to lead. Die Fähigkeit zu führen ist eine göttliche Gabe. The ability to lead is a godly ability, a godly gift. Und das hat der Herr dem Menschen gegeben. And Deshalb hat er sich gerühmt, mein schönstes Werk, mein Ebenbild, mein Stellvertreter. And that's the reason why he prized himself. My nicest piece of art, my nicest work of art, the picture of myself. He was prizing himself. My best creation. My best creation, mein bestes Werk. Adam, der Mensch. Der Führer. My deputy. Die Führung für die Schöpfung. Für diese Welt. My best creation, Adam, the leader for this world. Und der Mensch sollte kommen in diese Welt. Die Welt war in eine Chaos, damit er eine Ordnung bringt. And the human should come because this world was in chaos, so he brings order in it. Damit er die Natur in eine Ordnung bringt. So that he brings the nature into order. Fisch zu Fisch, Katze zu Katze, Pflanze zu Pflanze, Stein zu Stein. Und kein Fisch sollte aus dem Wasser mehr raus und Beine haben. Fish to the fish, cat to the cat, stone to the stone. And no fish should get out of the water. Und dann hier so einen Affen werden und dann zum Mensch. Keine Evolution mehr. So that no fish gets out of the water, becomes a monkey, and then becomes a human. No evolution anymore. Fisch bleibt Fisch, sagt er. And he has told the fish stays the fish. Affe bleibt Affe. The monkey stays the monkey. Katze bleibt Katze und wird nicht Hund. And the cat stays the cat and doesn't become the dog. Aus der Schlange kann eine Anaconda werden, aber nicht Babaconda. From a snake you can make an anaconda, but not babaconda. Die Pflanze soll schön bleiben als Pflanze, soll nicht zum Tier werden. The plant should be the plant. It should not become an animal. Und Stein zum Einstein. Alles, wo er hingehört. Und Frau soll schön Frau bleiben und nicht Mann werden. Und Mann soll schön Mann bleiben und nicht Frau werden. And the stone, in German Stein, should not become the Einstein. And everything should be that what it was. And the woman should be the woman very nicely. And the man should be a man. Das sollen sie alle richtig verstehen. Besonders die Frauen und die Männer. That should be good understood, especially the women and the men. Wer behauptet, er wäre eine Frau, soll sich wie eine Frau führen. The one that says that she is a woman should act like a woman. Wer behauptet, ein Mann zu sein, soll sich wie ein Mann führen. The one that says that he is a man should act like a man.
Und jeder soll seine Aufgabe erfüllen. And everyone should do their task. Und der Mensch kam in diese Welt hinein, um zu bestimmen. Für jeden und eine Aufgabe zu geben. Du machst das, du machst das, du machst das. Dem Pferd sagte er, du bist zum Reiten da, komm her. Will ich nicht, doch. Tu nicht so wild. And the human came into this world to determine what should be a specific task to someone. So, you horse, come here, you should be ridden. No, no. Somebody should ride on it. Okay, yeah, you should do it. Der Ochse kam auch mit dem Pferd. Du kannst mich auch gerne reiten. Ich bin stärker als dieses Pferd. An ox came also together with the horse. You can also ride on me. I'm also stronger than the horse. Nein, du hast eine andere Aufgabe, sagte der Mensch. Mit No. dir werde ich Feld bestellen. Nicht auf dich reiten. No, you have a different task. With you, we will work on the field. You have a different duty. Woher wusste der Mensch das alles? Allah gab ihm sein Wissen. Von seinem Wissen gab er dem Menschen ein Wissen. Und er lehrte sie. Er lehrte den Menschen alles mit ihren Aufgabenbereichen. Und so wusste der Mensch, als er in diese Welt kam, was für eine Pflanze für was für ein Tier für was bestimmt war. Where does the human has this knowledge from? Allah has given it to him. So when he came into this world, he knew how to determine which plant or animal has a specific task, and he was giving them their duty, ordering them to do their task. Er sagte, das hier ist Firma Gottes, diese Welt. Und ich bin sein Manager. When he came, he says, this is the company of the God, and I am his manager. Und ich gebe euch jeden hier, was er zu tun hat, die Aufgabe. And I'm giving you, to each one of you, a task, what to do, your duty. Was denkt ihr, wusste das Tier Bescheid über seine Aufgabe? And what do you think? Did the animal know specifically about their task? Auch wenn er wusste, was für ein Geschenk er zu geben hat dem Menschen, dass die Ochse, dass die Kuh wusste, dass die Milch gibt, wofür das gut ist. Der Mensch musste kommen und ihm sich selbst zur Erkennung geben, für was er gut ist. So they didn't know what kind of a present do the creatures carry in themselves. So they had to wait for a human to come and to bring them to know themselves, to know what kind of a present do they have and what they can give. For instance, a cow, that it can give milk. Wie ein Apotheker. Jedes Ding sollte zu etwas zunutze sein und sich selbst erkennen. Like an apothecary, every medicine they have to know what kind of a medicine is for which disease. In der Hand des Menschen die Schlange mit ihrem Gift, eigentlich nur zum Töten, um zu betäuben und dann zu töten und dann zu fressen, sein Opfer. Lernte dann dazu, dass sein Gift zum Betäuben, aber nicht zum Töten auch nützlich ist. So the snake, with
it's poison, she knew only that with this it can bring someone to faint and then to die and then to eat it. But it didn't know, and it has recognized through the work of human being that this poison is also good to bring someone into the state of being useful. Der Mensch also lehrte die Natur, wie er nützlich sein kann. So the human being has learned the nature how it can be useful. Was denkt ihr, oh ihr Leute, oh ihr Menschen, wofür steht der Prophet, der Gesandte Gottes? Wofür steht der Sheikh? Wofür stehen die Heiligen, Awliya? Was denkt ihr? Damit sie aus euch, aus dem Bösen, das Nützliche rausholen. Oh, you people, what do you think why there is the prophet? Why are there messengers of God? Why do we have saints? Why do we have the sheikh? Their purpose is to show you, to bring you to yourself. Useful. To be useful to this world. Dass aus dir unnützbarer Mensch einen nutzbaren Menschen wird. Für sich selbst und für alle anderen auch. Also gemeinnütziger Mensch, nicht gemein. Aus dem gemeinen Menschen einen gemeinnützigen Menschen machen. So that you do not stay there useless, so that you are useful, so that you are useful also for the society, so that you bring some present, very useful things to the society. Welchen in dir zu öffnen zu dir, für dich erstmal. Dass du dich selbst erkennst, was für Welten noch in dir versteckt sind, mit vielen, vielen, vielen Leben. Their purpose is for the worlds that you hide within yourself, that they open, that within them you find more and more life. Aus dem schwachen Menschen und kranken Menschen. Das Böse macht den Menschen krank, weil das Tier hat Oberhand in den Menschen, sein Ego. Das packt er, der Sheikh, und tut in einen Käfig rein. And from the sick person, from the evil that is in the person, and that the ego makes a person sick, he helps, the Sheikh helps the human being, he captures the ego and then he puts it into the cage, so due to that process the human being becomes healthy. Also was den Menschen schwach macht, diese kranke Seite, das Ego. Wir haben den Menschen in schönster Form erschaffen, aber krank in die Welt geschickt, sagt Allah. Schwach, sagt er, das bedeutet krank. Das ist mit einem großen Ego, kranke Seite, das ist das Ego, haben wir ihm geschickt. Und jetzt kommt der Doktor, Sheikh. Onkel Doktor, Sheikh. Onkel Doktor, der Prophet. And the human being has come into the world sick. The sick side of a person is his ego, and therefore weak side. And therefore a human being needs a sheikh to heal him. And therefore the sheikh and the prophet are the doctors for him. Allah has created the man beautiful, but He has also given him this weak, sick side, his ego. Dahin setz dich und folg mit und dann sag. Wer ist der Englischsprechende? Wenn sie was vergisst, mach doch ergänzen. Ich mach.
So packt er die schwache Seite, die kranke Seite, die Krankheit im Menschen, packt das in eine Quarantäne. Bis wann? Bis der Mensch geheilt ist und stark geworden ist und nicht mehr schwach. And he grabs his ego and puts it into quarantine until the human being becomes strong. Wie der Naturforscher die Schlange packt, die Zähne und drückt in ein Reagenzglas oder irgendwas da rein, gibt das Gift rausholt und aus dem Gift etwas Nützliches macht, ein Medizin. Aus dem Menschen, bösen Menschen, schwachen, ego-starken und schwachen Menschen nimmt er das Böse, das Gift da raus und wandelt es um in etwas Nützliches, in ein Gutes. Aus dem bösen Menschen, schwachen Menschen wird ein guter, starker Mensch. Like with a snake, he takes a snake on his head and puts its teeth into a reagent glass and then takes the poison out. From a human being that is weak, he takes the poison out, transfers this poison into something good, and then out of a weak, sick person becomes a healthy person, strong, healthy person. Man fragt uns, was ist die Aufgabe des Sheikhs? Das ist die Aufgabe des Sheikhs. Doktor für die Seelen, Dompteur für das Tier in den Mensch. And we get the question, what is the task of a sheikh? He is a doctor for the soul and a trainer for the ego. Dompteur. Tamer to the ego. Weißt du, was für ein Wort, Dompteur? Französisch? Nicht Englisch. Der Dompteur hört sich gut an. Trémois nicht so. Dompteur hört sich hier. Monsieur le Dompteur zum Beispiel. Wenn ich in Frankreich leben würde, hätte ich so geheißen. Monsieur le Dompteur. So what kind of a word is dompteur? Is it English or French? The answer was French. Dompteur, it has a good sound. It sounds very strong, very decisive. If I would be born in France, I would be called Monsieur de Dompteur. Mr. Trimmer hört sich nicht gut an. Mr. Trimmer. Mr. Trainer, it doesn't have a good sound. Monsieur le Dompteur. Monsieur de Dompteur. So versucht der Sheikh mit Hilfe Gottes und im Auftrag des Herrn aus den Menschen, der sich in dieser Wildnis, dieser Welt verloren hat und nicht wieder sich selbst erkennen kann und dann alles in der Natur denkt, wäre das und dies, eine falsche Meinung über sich hat. Das macht er diese ganzen Vorstellungen beseitigt er und er zeigt ihm sein wahres Gesicht. Du bist der Mensch, der Herr dieser Schöpfung. And in this way, the Sheikh, with the guidance and support of his Lord, he does his task to a human being that has lost himself in the wrong pictures, in the wrong thoughts about himself. He thinks he's other things, and in this way he takes away all his imagination of what he is and shows him his real picture. That is what you are. He shows him his reality. Du bist
der Mensch, der Auserwählte. You are a human being that was selected. You are the chosen one. You are the chosen one. Der Auserwählte. Ohne Zweifel hat Allah innerhalb seiner Schöpfung ein Geschöpf auserwählt. Für sich und für alle. And without any doubt has Allah, among his creations that he has created, has chosen one. The chosen one. Und ihn mit besonderen Fähigkeiten und Gaben hier beschmückt, ausgestattet. And he has created him with special abilities, with special gifts, with special abilities. Und das gilt für alle Menschen. Jeder Mensch, ob dumm gelaufen oder rumgelaufen, hat diese Fähigkeit und Gabe. Muss nur noch rausgeholt werden aus seiner Dunkelheit ins Licht. And this rule is for every human being. It doesn't matter if we went bad or if we went good. He just needs to be taken out of his darkness. Wie ein Juwel, ohne Zweifel, der Mensch ist ein Into the Juwel. light. Der Mensch ist ein Juwel, unterschiedlichen Karat. A human being is like a jewelry, but with a different carat. Das ist auch normal. Wenn ihr alles gleiche Karat gemacht wäre, nicht Schöpfer. Immer unterschiedlich. Ähnlich, aber nicht dasselbe. And that is also normal. Always a bit different, always new, but not the same thing. Und je nach seinem Karat, der Juwelier, der Goldschmied, das ist wieder der Sheikh. Er ist manchmal Onkel Doktor, manchmal der Monsieur le Docteur, manchmal der Goldschmied. And also, according to the carat, the sheikh is sometimes the doctor, sometimes the doctor, sometimes the jeweler. Er schaut sich an, was so ein Karat ist, erkennt er. Du selber nicht. Du, welches Gold weißt, was es für ein Karat ist. Du weißt nicht mal, dass es Gold ist. And he observes the carat value, and then he decides on a method. Because you, for yourself, you do not even know that you are gold. How can a gold know that it is a gold? Den Karat holt der Sheikh aus der Juwelier. So the jeweler, the sheikh, is taking the carat out. Und stellt ihn, verarbeitet, formt das Juwel und bringt auf sein Regal und schreibt drauf, so und so viel Karat. Wert. Und die Menschen bewundern. And he is working on it, managing it, and then he puts it in his closet and writes on it that and that much carat. And then other people come and prize his work. Niemand weiß, niemand denkt, niemand kann sich vorstellen, wo dieses wundervolles, bewunderwerteste Juwel vorher drin gesteckt hat. And no one has a clue, not even an idea, where this wonderful jewelry has been in before his work, before the sheikh polished him. Wo war dieses Juwel? Niemand kann sich das mal vorstellen. Das war in tiefster Dunkelheit und Grabesstimmung und Schutt und Dreck und Stein unter Stein und Staub.
And where was this jewelry? It was completely in the darkness, under the dust, in the stone, in the mud, completely hidden. Weiß das Juwel dieser Meisterhand zu schätzen, wie er tief graben musste, immer mehr tiefer in die Dunkelheit, tiefste Dunkelheit, Licht bringen musste, Staub beseitigen musste, Dreck beseitigen musste, aus der Kacke diesen Juwel rausholen und reinwaschen musste. Was für eine Arbeit er geleistet hat. Weiß das Juwel zu schätzen. And can the jewel at least appreciate the work that has been conducted from the Sheikh? He had to go into the darkness, search for it, go through the dust, polish it from the dust, polish it from the mud and the shit that it was in, and then take it out Shit, oh shit. from the So was sagt man dust nicht. and mud that it was in, and then to polish it and to clean it Wie gesagt, from the oh, shit. dirtiness. Oh shit. Hat man dir keine höfliche Wort beigebracht? Ach du Kacke. Weiß das Gott zu schätzen. Niemals wird ein Juwel, der von einer Meisterhand rausgeholt wurde aus seiner Dunkelheit, aus seinem Dreck, verarbeitet, geformt, mit viel Arbeit und Mühe, wird es zu schätzen wissen, dieser Meisterhand. Niemals. Hat die Gabe nicht. But unfortunately, the jewel doesn't have the ability to appreciate that work that was done for him, to clean it, to take it from the darkness, and all the work that Sheikh has done to it. Gott sei Dank, der Sheikh erwartet das nicht von seinen Schülern. And Er thank, erwartet nur, seid dankbar, nicht mir, seid dankbar eurem Schöpfer. Das war nur mein Job, euch da aus dem Dreck rauszuholen. and thanks to the Lord, Sheikh doesn't even expect it from his pupils. He only says, be thankful to your God, to Allah. Ich habe nur meinen Job gemacht. I've just done my work, my job. Oh ihr Leute, sucht nach einem Sheikh, nach einem Goldschmied für euch, nach einem Dompteur für euch, dass ihr euch da aus eurer Wildnis rausholt, dass ihr euch da aus eurer Dunkelheit rausholt, dass ihr euch heilt aus eurer Krankheit. And all you people, try to search for a sheikh, for a dompteur, for a trainer, for someone who will take you away from your sickness, who will take you away from your darkness. Und wenn ihr gefunden habt, so einen, wenn ihr auch nicht seine Arbeit wirklich so wissen und schätzen könnt, dann seid wenigstens hier etwas dankbar und ergeben, dass ihr wenigstens tut, was er sagt. And, Tut, was er sagt. and if you have found such of a person and cannot appreciate his work, then just be thankful. Thankful in a way that you do the things that he says. Weil bei jedem Tun, was der Sheikh euch empfiehlt, formt er euch. Because with every act that the Sheikh is suggesting you, advising you, he forms you. Bei jedem Tun, was er euch empfiehlt, macht er eine Krankheit von euch weg. With every act that he is advising you with, he takes away a sickness from you. Bei jedem Tun, was er euch empfiehlt, holt er euch mehr aus eurer Dunkelheit raus. And with every act that he is suggesting you, he takes you away from your darkness. Bei jedem Tun, was ihr
er euch so empfiehlt, gibt er euch mehr Schönheit und nimmt eine Hässlichkeit weg. And with every act that he is advising you to do, he is making you more beautiful and takes away your ugliness from you. Und aus euch schwachen Menschen und kranken Menschen, aggressiven, depressiven, selbstmordgefährdeten, unwissenden, in Dunkelheit tappenden Menschen macht er einen wahren Menschen, gesunden Menschen, nützlichen Menschen. And from you, unknowing, depressive, very close to suicide, aggressive, in a bad manner, he makes beautiful people, nice people, well-behaved people, with nice thoughts and nice acts. Was will er von euch als Gegenleistung? And what is he expecting from you as a contra-favor? Favor in return. Dass ihr glücklich seid. Only that you are happy. Dass ihr glücklich seid. So that you are happy. Das verlangt er. That is what he is expecting. Dass ihr nicht vor ihm auftritt hier mit einem dunklen Gesicht, mit einem traurigen Gesicht, mit einem verzweifelten Gesicht, mit einem undankbaren Gesicht. And so that you do not come in front of him with a sad face, with a dark face, with a unthankful face, with a dark, so that you come in front of him with nice face, with face full of light and thankfulness. Was ist, wofür steht das Zeichen Sonne? For what is the sign sun? Wenn man bei WhatsApp und das und dies und so weiter hier, wenn man eine Sonne schickt zu dem anderen, was bedeutet das für euch? And what does it mean to you if you send a sun to each other as a WhatsApp message? Also, frisch, frisch. Was Positives, Was Positives. was Schönes. Wofür soll das stehen, wenn du Sonne schickst? Gute Laune. Gute Laune, And what does that mean? schönes Wetter. Wer bietet mehr? Licht. Good mood, good weather, light. Und wie zeichnet man die Sonne? Erleuchtet. Erleuchtet. And how is the sun In enlightened? ein lächelndes, mit einem lächelnden Gesicht die Sonne oder dunkles, verzogenes Gesicht? And what kind of a face do you draw on the sun? Do you draw a happy face or a dark face? Also Sad selber. face? Happy. Happy, lächelndes Gesicht. Dafür steht die Sonne. A happy, smiley face. Oder? That's what the sun stands for. Oh, du verrückter Mensch, der eine Hilfe bekommen hat in seinem Leben und nicht damit klarkommt, mit dieser Hilfe nicht klarkommen kann und glücklich werden kann. And oh, you crazy human being that has become help in your life but cannot get around with it, that do not know how to become happy with it. Die Sonne ist in dein dunkles Haus reingekommen und du hast immer noch ein dunkles Gesicht. The sun has came into a dark home and you are still making a dark face. Wann macht der Mensch dunkles Gesicht? Wenn er Fenster aufmacht, die Gardinen, und es ist eine graue Wetter, regnerisch und grau eben. And when does a human being make such of a face? When he opens the windows and he sees there is bad weather, so he then makes that kind of a Wenn face. der Mensch dann, wenn er so ein Wetter vor sich hat, dass er nicht glücklich ausschaut und etwas Dunkles in seinem Herz fühlt, ist das normal? Ja. Weil da ist dunkles Wetter. Das gibt kein schönes Gefühl. Da kommt keine Sonne rein. So if you open a window and see that kind of a weather, it is quite normal to have that kind of a face. Why? Because
there is no sun. There is just bad weather and clouds. Und dass dieser Mensch nicht lachen kann, kein lächelndes Gesicht hat, kein erhelltes, erleuchtetes, das ist verständlich. Das Wetter ist auch nicht schön, ist dunkel. And so you can understand why that human being is having such of a face. Because the weather is bad, there is no sun. Dass du aggressiv bist, depressiv bist, ein bisschen ugly, ein bisschen depri bist und keine gute Stimmung bist, das ist okay. Das kann man verstehen. And if you're a little bit depressive and a little bit aggressive, so a little bit ugly and a little bit depri, that is understandable. Da ist keine Sonne, das ist okay. There is no sun, so this is okay. Aber da scheint, du machst die Gardinen auf und da ist so ein wunderschönes, helles, lichtvolles Wetter. Und die Sonne kommt sofort rein und erhellt dein Blumen und Vögel zwischen. Und du machst immer noch ein dunkles Gesicht. Das ist nicht zu verstehen. But if you open a window and see the sun, see the wonderful enlightened weather and see the flowers and you hear the birds and then still have the same face, that is what we cannot understand. The sun is coming into your house, enlightening the whole house. So your face then, if it's bad, that is not understandable. Wenn mit dem Sheikh ist es mit der Sonne. Und dann du machst ein komisches Gesicht. Das ist undankbar. Du bestrafst dich selbst. Und da kann nicht mal Allah dir helfen. Du bist mit der Sonne und du hast kein Lächeln an deinem Gesicht. Und du fühlst dich krank, du fühlst dich schwach, du fühlst dich in Dunkelheit. Das ist eine Lüge. Du hörst nicht auf deinen Sheikh, du hörst auf deine Dunkelheit in dir. Da kann der Sheikh nicht machen, der Prophet nichts machen und Herrgott nichts machen. And if you are with the Sheikh, you are with the sun. So therefore, if you are having such of a face, then it means you have no gratitude, and then no one can help you. So the Sheikh is the sun, and then if you do not have a smiley face, then no one can help you, not even Allah can help you. Ist die Sonne in dein dunkles Haus, so wie du ihn kennengelernt hast und Mund geschlossen hast, scheint die Sonne in dein dunkles Haus. Das ist die Wahrheit. He is the sun in your dark house. As you have done the bond, you have done the connection with the Sheikh, the sun came into your house, and that is the truth. Was machst du? Oh, so viel Sonne. Mach wieder die Gardinen zu, wo die Sonne auf dich wartet, um dich zu erleuchten. Dass du die Gardinen öffnest, dass er reinschauen kann, rein in deine Dunkelheit Licht geben kann. Und du bist so dankbar, dass du die Gardinen dazu machst. Ich will in meiner Dunkelheit weiterleben, so wie es ist, wie es war. Ich will ugly sein und depri sein. So what do you do when you open the curtains and you see sun getting in? Then sometimes if you close the curtains and say there is too much light, I want to stay in my depression, in my aggression, and there is the sun waiting for you to get in. Da ist die Sonne an deiner Tür und du hältst diese Tür, öffnest, oh, so wiederum wieder zu. Das ist, wenn man mit dem Sheikh zum Sheikh gefunden hat und dann sagt, zu viel Sonne will ich nicht. Das ich kann nicht schauen, ich will wieder in meine dunklen Welt zurückgehen. Ich. In der Religion und mit dem Zusammensein mit Sheikh ist kein Zwang. Ich. And when the sun gets in, if you say it's too much light for me, I'm gonna
close the curtain because it's too much for me. I want to stay like it was before. There is nobody is pushing you in the religion, so it is your decision. You can do what you like. As you wish. As you wish. You can act as you wish. Do what your as wish. Do as you wish. Ich konnte das nicht in Deutsch sagen, in Englisch hört sich das höflich an. Do what your as wish for you. Not what your sheikh wishes. Nasıl dedim? Serdar? Super. Ich möchte jetzt hier so viel hier Likes. The sheikh wants a lot of likes. Du willst keine Sonne in dein Haus lassen. Do what your as wish for you. You do not want to allow the sun to come into your house, so do what your ass is wishing. Enough for you tonight. Es reicht für heute. So viel Aufklärung. So much explanation is enough for tonight. ومن الله توفيق. الله الله الله